Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin seit über 25 Jahren Profi-Gitarrist, Live, Studio und ich leite meine eigene Musikschule seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, habe eine Menge Unterrichtserfahrung und kenne ganz genau die Probleme, die ihr da draußen habt. Ganz kurz zu meiner Karriere, da ich letztens einen netten Kommentar hatte unter einem Video. Da schrieb ein Tobias, Christian, ich weiß, du hast einiges schon erlebt und bist mit vielen weltbekannten Leuten unterwegs gewesen. Erzähl doch ruhig mal davon. Das wollte ich hier mal tun. Ich bin immer so jemand, der sich da eher ein bisschen zurückhält mit solchen Storys. Aber eigentlich hat er recht, ist bestimmt interessant für euch, damit ihr merkt, wer euch hier etwas über die Gitarre erzählt. Für die kleine Geschichte muss ich kurz ausholen und ins Jahr 1981 zurückgehen. Da war ich 11 Jahre alt und es gab die Serie Live aus dem Rockpalast, Krugerhalle Essen, und da haben immer ganz tolle Rockbands gespielt. Ich habe mir das nachts angeschaut. Bei einem dieser Konzerte trat die Band Saga auf und ich war hin und weg, habe da vom Fernseher gesessen und gedacht, oh mein Gott, was für eine Band, ja, was für eine Ausstrahlung der Sänger hat, was für ein Tier an der Gitarre. Ian Christian, total die Maschine, super geschmackvoll. Hab mir gedacht, oh Mann, wenn ich mal so Gitarre spielen könnte, das wäre mein absoluter Traum. So, und 16 Jahre später ist dann das hier passiert. Ich blende euch das mal ein. Da stand ich mit Michael Settler auf der Bühne und dürfte mit ihm einige Konzerte spielen. Absolut unfassbar. Darüber hinaus hat er noch auf einem meiner Songs, die ich komponiert habe, die Lead Vocals übernommen von meiner damaligen Band Sheila. Da war er quasi Gastsänger. Ich verlinke euch das mal unter dem Video, dann könnt ihr euch den Song mal anhören. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn ihr dann auf einmal neben diesem Mann steht oder noch besser, der singt auf eine eurer Kompositionen, das war unbeschreiblich, dieses Gefühl. Kann man sich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich, wenn man kein Musiker ist. Ja, das war einer der Stationen, die ich erleben dürfte. Ich werde euch immer mal wieder was einflechten. In dieser Richtung habe ich sehr viele Erlebnisse gehabt bisher. Bin ja immer noch viel live unterwegs. Aber ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick geben, was der Kerl mit dem Bart da so getrieben hat. Gut, dann gehen wir mal zum heutigen Workshop-Thema, dem Pentatonic Tapping. Tapping, was ist das überhaupt? Ein Tapping habt ihr, wenn ihr eure rechte Hand für das Erzeugen der Töne einsetzt. So der Klassiker hier von Van Halen. Das bringt euch folgende Vorteile. Ihr könnt weitere Intervallsprünge spielen. Ich sag mal wie ein Pianist im Prinzip, der mit seinen zwei Händen die Möglichkeit hat, im Bassbereich was zu spielen und mit der rechten Hand höhere Töne spielen kann. So habt ihr die Möglichkeit, eure Sachen weiter auseinanderzulegen. Ihr kommt auf höhere Geschwindigkeit, da ihr eine zusätzliche Tonerzeugung habt, die rechte Hand. Und wie gesagt, es sind Linien möglich, die ihr mit einer Hand überhaupt nicht greifen könntet. Also ungewöhnliche Intervallsprünge, von denen ich euch nachher noch eine Menge zeigen werde. Beim Tapping muss man sich irgendwann die Grundsatzfrage stellen, welcher Finger soll letztendlich tappen? Ihr kennt wahrscheinlich alle Eddie Van Halen. Der hat das Ganze meist mit dem Zeigefinger gemacht, aber er hat auch ewig lange Sequenzen getappt. Und dann gibt es natürlich die Problematik, was macht ihr in der Zeit mit dem Plektrum? Ja, viele Gitarristen klemmen das dann hier so zwischen Mittelfinger und Handfläche oder man nimmt das Plektrum in den Mund oder was auch immer. Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, für das Tapping meinen Mittelfinger zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass ihr euer Plektrum nach wie vor in der Hand halten könnt und den Mittelfinger fürs Tapping einsetzen. Ich probiere mal gerade irgendwas. Ja, sowas zum Beispiel, wo ich ein Picking habe, ein kurzes Tapping und wieder weiter picken muss. Da hättet ihr ein Problem, wenn ihr das Ganze jetzt so machen wolltet, dass ihr in der kurzen Zeit für diesen einen getappten Ton hier oben euer Plektrum in der Hand einklemmen wolltet. Also ich nehme das Ganze mit dem Mittelfinger. Der Mittelfinger ist meiner Meinung nach auch der stärkere Finger für das Tappen. Und da müsst ihr einfach mal ausprobieren.
Das will ich niemandem aufschwätzen. Das sind meine eigenen persönlichen Vorteile, die ich darin sehe. Wenn ihr natürlich sagt, nee, Zeigefinger ist mir lieber, dann tappt mit dem Zeigefinger. Gar kein Problem. So, dann starten wir mal mit Lick Nummer 1. Ich habe euch da eine schöne Verknüpfung gebaut aus der A-Moll-Pentatonik. Erste Box. Die lernt jeder Gitarrist eigentlich als erstes. Und die rechte Hand tappt ab dem 12. Bund A-Seite, also dem Grundton, folgende Linie, die ich euch hier mal einblende. Da seht ihr im rechten Teil des Griffbrettdiagramms die Position, die die rechte Hand tappt. Also eine ziemlich gerade Linie mit Ausnahme der B-Seite, da ist es der 13. Bund. Das Ganze ist also visuell schon ziemlich einfach, weil man sich diese Linie gut merken kann. Ihr habt also ganz langsam gezeigt, einen Tap mit der rechten Hand 12. Bund A-Seite, einen Pull-Off zum 5. Bund, linke Hand, einen Hammer-On, 7. Bund, linke Hand. Ihr seht, dass ich meinen Handballen, den Bereich des Handballens, hier ablege. Dann habe ich eine Führung für meine rechte Hand. So habe ich in der rechten Hand mehr Kraft, um aufzuhämmern. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, jetzt wenn ich auf die höheren Seiten gehe, meinen Ballen zunehmend auf die Seiten zu rollen, um die vorher gespielten Seiten abzudämpfen. Also nochmal, ich tappe in den 12. Bund, ziehe ab, Hammer auf. Jetzt mache ich das gleiche auf der D-Seite. 12, Pull auf 5, Hammer on 7. G-Seite, das gleiche. Auf der B-Seite ist es der 13. Bund, weil wir tappen ja auch hier oben mit der rechten Hand nur Töne der A-Pentatonik. Also 13. Und jetzt auf der E-Seite wieder der 12. Bund. Ich zeige euch das Ganze nochmal zu einem Backing-Track. So, das war also Lick 1, kleine Vorübung, recht leicht. Ich glaube, das kann jeder, der auch noch nie getappt hat, einigermaßen schnell nachspielen. Jetzt lege ich die gleiche Figur nochmal in ein Sechzehntelraster. Das habe ich euch bei den vorigen beiden Workshops schon mehrfach erklärt. Wenn ihr eine Dreitongruppe auf einer Seite in ein Sechzehntelraster legt, dann bekommt ihr eine wunderbare Verschiebung, denn nicht der Tap ist immer auf den Vierteln oder Achteln, sondern die Figur verschiebt sich intern. Am besten ihr hört euch mal den folgenden Track an und dann wisst ihr, was ich meine. Okay, im Beispiel 3 gehen wir mit der Geschwindigkeit etwas nach oben. Wir gehen auf 6 Tolen. Da haben wir wieder den schönen Effekt. Die Taps in der rechten Hand sind ganz klasse auf den Betonungen, die man gut spürt im Rhythmus. Also Triolen und Sechstolenfiguren sind etwas leichter nachvollziehbar und vielleicht solltet ihr damit anfangen. Übung 4, Sextolen in Dreiergruppen. Dreiergruppe bedeutet, ihr spielt vom Startton A-Seite 3 Seiten nach unten. Und jetzt geht ihr eine Seite zurück und startet auf der D-Seite. Jetzt von der G-Seite aus. Und das Ganze wieder zurück. Hört euch das mal im Backing-Track an.
In folgender Übung 5 bringe ich eine neue Abfolge ins Spiel. Das Ganze ist jetzt so, dass ihr Tapping, Abzug zum 8. Bund, Abzug zum 5. Bund, also folgendermaßen. Vorher hatten wir ja Tapping 12, Abzug 5. Bund, Aufhämmern, 8. Bund. Ja, ihr könnt natürlich auch die Reihenfolge in der linken Hand ändern, ergibt einen leicht anderen Sound. Hört euch das mal im Backing-Track an. Übung 6, die gleiche Abfolge, die ich euch eben zeigte, nun in Sechzehnteln über den Backing-Track. Übung 7, Sextolen in Dreiergruppen. Klingt schon etwas wilder. Hört euch das mal an. Übung 8 bis 10 sind 3 Bonus-Licks. Die blende ich nicht ein, die findet ihr aber verlinkt unter dem Video in den Tabs. Da habe ich ein schönes Paket geschnürt aus den ganzen Tabs in Guitar Pro, in PDF, mit Backing-Tracks, mit und ohne Gitarre. Total lohnenswert. Schaut da mal rein. In Übung 8 geht es also darum, mit der linken und rechten Hand 2 komplette Pentatonik-Positionen zu verbinden. Nämlich einmal linke Hand die erste Position und in der rechten Hand die 4. Position. Hört euch das mal an. In Übung 9 wird es etwas abgedrehter, hört sich fast an wie ein Synthesizer-Effekt oder irgend sowas. Da verbinde ich die erste Position, immer noch, und die oktavierte Position miteinander. Klingt schön abgefahren, hört euch das mal an. Übung 10, die gleiche Übung wie vorher in Übung 9, aber jetzt in 32. Dann habt ihr ein schönes Angeberlick für den nächsten Musikladenbesuch. So ihr Lieben, das war mein Pentatonik-Tapping-Workshop. Ich hoffe, ihr konntet da was rausziehen, irgendwelche neuen Ideen, die euer Spiel bereichern, euch schneller machen, euch moderner machen vom Spiel, egal was auch immer. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Es war eine Menge Arbeit, aber es hat auch viel Spaß gemacht für mich. Ich habe euch den kompletten Workshop in Guitar Pro erstklassig notiert. Da stimmt alles und es klingt auch noch gut. Das Ganze gibt es auch als PDF für die Leute, die kein Guitar Pro haben. Ich habe Backing-Tracks gemacht. Ich habe die Tracks mit Gitarre beigefügt. Das Ganze findet ihr unter dem Video verlinkt. Ist ein wunderbares Lernpaket. Solltet ihr euch auf jeden Fall runterladen. Wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr was gelernt habt, wenn euer Spiel dadurch vorankommt, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, was auch immer. Würde mich unheimlich freuen, wenn sich der Kanal weiter verbreitet und meine Tipps mehr Leute erreichen, die davon profitieren können und ihr Gitarrenspiel aufwerten können. Okay, ich mache mich an den nächsten Workshop. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine gute Zeit, haut rein und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!